Das muss links sein, Frank. Das kommt von links. Du musst ja einmal rum. Ich fahr da auf. Wassermaß bis zum Verteiler. Ja, Wasser kommt. So. Wir brauchen vielleicht gar kein zweites HLF, aber... Egal, lass sie erst mal kommen. Ja, ja, klar. Braucht ihr mal einen, der mir mit einer Wasserversorgung zusammensucht? Ja. Und der Rest geht zurück zur Wasserversorgung. Brauchst du noch mehr? Nö, ich glaube nicht. Der Darm reicht aus hier. Okay, Und klar. haucht auch mal einmal nach oben wegen der Bäume. Dass du da oben einmal auf die Bäume, ne? Alles gut. Alles gut? Alles in Ordnung. So, sieht ja schon mal gut aus. Der macht Schritt, der liegt immer noch keine Wasserversorgung. Ja, alles klar. Wir brauchen mal einen Dunkhaken. Das Feuer ist soweit aus. Wie viel Wasser hast du noch im Tank? Circa 400, 500 Liter. Ah, soll lieber aufbauen, ne? Ja, mach die Wasserversorgung erstmal in Ruhe fertig. Und wenn du einen Mann hast, der soll mal mit der Dunkhacke herkommen. Da halten wir die anderen Kräfte an. Das Feuer ist aus, ne? Moin. HLF 22 mit Zugführer 22, also KLF, mit einer Rückmeldung von der Brennerstraße. Moin, moin. Das Feuer ist gelöscht. Das zweite HLF kann angehalten werden. Aber wir bauen die Wasserversorgung noch mal auf. Wir hätten nur noch 400 Liter im Tank, dass wir auffüllen können, dass wir hier für Nachlöschen, zum Nachlöschen genug haben. 22.0 von Fahrzeugführer. Der Verursacher kann in das genommen werden. Hier standen mehrere Müllcontainer, die haben alle gebrannt. Es war ein herrliches Bild anzusehen. Und nun ist aus. Ja. Wir löschen jetzt ein bisschen nach. Wir haben die Kräfte schon reduziert, weil das sowas machen wir hier noch mit noch mehr Leuten. Ja. Da in der Ecke muss es angefangen haben, hat sich dann hier und in die Richtung ausgebreitet. Ja, alles klar. Dann könnt ihr auf jeden Fall auffüllen. Wir raken das gleich mal auseinander. Die Polizei macht noch mal ein paar Fotos. Ist die Leitung hier schon entwässert? Naja, nicht so richtig. Also wir löschen nicht nur Feuer, wir retten, wir bergen, wir schützen. Wir sind immer 24 Stunden im Dienst, von 7 Uhr morgens bis anderen Morgen 7 Uhr. Und was die wenigsten wissen, ist, dass wir Feuerwehrbeamte alle Rettungsassistenten sind. Und das hat den sehr großen Vorteil, dass wir kaum miteinander sprechen müssen, wenn das Löschfahrzeug mit der Rettungswagenbesatzung zusammenarbeitet oder umgekehrt. Wir wissen, was die Kollegen brauchen, wie die nächsten Schritte sind. Ja. Wir brauchen mal sozusagen irgendwie so Tupfer, dass wir das hier auspolstern und dann tupfe ich. Ja, genau. Auf 3. 1, 2, 3. So, wir machen so, ihr legt ihn da drauf, ich spritze nochmal für den Blutdruck und dann sehen wir uns um. Ja. Okay, auf 3. 1, 2, 3. Ja. Die Horn? Ja, hier ist er frei. Wir begegnen diesen Menschen nur in den wenigen Minuten des Einsatzes. Vielleicht hört man noch mal etwas davon, meistens aber nichts.
Wie da? Hier? Es kommt auf die Mannschaft an. Wenn man eine tolle Mannschaft auf dem Auto hat, wo man sich nicht nur fachlich aufeinander verlassen kann, sondern wenn man sich menschlich auch mag, wenn man ein richtiges Team ist, dann ist die Arbeit, egal auf dem Rettungswagen oder auf dem Löschfahrzeug, einfach eine tolle Sache. Diese Wachabteilung hat verschiedene Berufsgruppen. Also eigentlich suchen wir den klassischen Handwerker und das sind auch die meisten. Die haben ihre Bundeswehrzeit hinter sich, die haben ihren Handwerk gelernt und gehen dann zur Feuerwehr. Wir haben Leute, die Fallschirmjäger waren. Wir haben Leute, die in Afghanistan waren, unter KFOR-Mandat im Kosovo waren. Die meisten Frauen, die hier zur Feuerwehr gehen, waren vorher Soldaten, die bei der Feuerwehr ausgebildet worden sind zu Rettungsassistenten und dann zur Feuerwehr gegangen sind. Oh, 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 oh. Also es riecht nach klassisch nach angebrannten Essen, aber ist nicht zu sehen. Aber hier sind doch Kinderstiefel und so vor der Tür, ne? So, machen wir gleich auch, ne? Verqualmung in einer Wohnung im 4. Obergeschoss. Wohnung wird gewaltsam geöffnet, Zugführer 22. Wir können einmal schauen, ob wir mit der Kelle was ausrichten können. Ja. Weil da auch ein Querriegel ist. Briefkasten links. Nee, ist keiner mehr in der Wohnung. Könnt ihr die Rauchmelder noch abnehmen? Nein, 70 mal 70. Ist extra so gemacht, damit der Nottischler einfach nur eine Platte daran schrauben muss. Wir fahren hier an dieser Wache ca. 20.000 Einsätze im Jahr, wovon natürlich einige sich als Fehleinsätze entpuppen. Zum Beispiel brennt der Essen im Topf, es sind keine Personen in Gefahr. Brandmeldeeinläufe, bei denen es nur eine technische Störung gab. Trotzdem, und das ist professionell, bereiten wir uns immer beim Ausrücken auf den Ernstfall vor und nehmen jeden Einsatz hier ernst. Ich krieg den nicht gefasst. Vernünftig, ne? Langsam runter. So ein Handstück, perfekt. So, Beatmungsbeutel. Kein Puls, keine Atmung. Ich fange an zu drücken. Hier, guck mal, der hat auch irgendwie eine OP gehabt. 15. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 2 Minuten sind da rum. Willst du eine Analyse haben? Analyse, 6 von Patienten. Patienten nicht berühren. Überatmen gleich. Okay. Willst du ein Stethoskop haben? Okay, alles klar.
Okay, 1, 2, 3. Alles klar da bei dir? Was? Bei dir alles klar da? Ja, ja, was ist? Ja, kann ich nicht. Halt ihn an. Gut. Später, als der Notarzt dann auch da war und Medikamente verabreichen konnte und unsere Herzdruckmassage dann offensichtlich auch gefruchtet hat, hatte der Patient wieder einen eigenen Kreislauf. Und da weiß man dann auch wieder, warum man halt sowas macht. Ne? Das macht dann Spaß, muss man auch sagen, an dieser Stelle. Was heißt Spaß? Für die Patienten ist natürlich fürchterlich, gar keine Frage. Aber für uns ist es Motivation ganz einfach, wieder zur Arbeit zu gehen. Ja. Hallo. Ist natürlich nicht alles schön. Es geht schon los, in was für soziale Schichten man kommt. Das muss man natürlich auch alles wegstecken. Je nachdem, was das für eine Lage ist, ne? Weil Verkehrsunfall, wo Leute eingeklemmt sind oder so. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt wieder die Vorweihnachtszeit, wo das statistisch gesehen die Person, die vor U- und S-Bahn springt, ziemlich hoch ist. Und wenn man sowas hat, eine Person unter der U- oder S-Bahn, das ist natürlich nicht so appetitlich. Dann achten die Kollegen, die an der Wache sind, wie die Kollegen drauf sind, die aus dem Einsatz wiederkommen. Und dann wird da eben drüber geredet. Man albert auch mal rum. Hört sich zwar immer ein bisschen makaber an, aber einige verarbeiten das so. Und bisher hat es immer ganz gut geklappt. Also in diesem Beruf wird man ganz schnell in alle Facetten des Lebens hereinversetzt. Das ganze Unglück und Leid dieser Stadt sehen wir hier jeden Tag hautnah. Man hat einfach mit Tod und Teufel jeden Tag zu tun. Wir sind dahin alarmiert worden, um die Notfallseelsorgerin an diese Einsatzstelle zu bringen, um den Triebwagenführer zu betreuen, eventuell Fahrgäste oder andere beteiligte Personen. Gut. Wir sind mit einem Löschzug und einem Rettungswagen vor Ort. Die Polizei ist vor Ort. Wir wissen definitiv, die Person ist mit hoher Geschwindigkeit von dem Zug erfasst und überrollt worden. Sie ist tot. Was wir nicht wissen, ist, ob es sich um einen Selbstmord handelt oder ob es sich um einen Unfall handelt. Dann könnt ihr da erstmal in Bereitstellung bleiben. Und die Polizei jetzt erstmal Spuren sichern muss. Sie muss es fotografisch dokumentieren. Sie wird nach Ausweispapieren suchen. Sie wird, vielleicht gibt es auch einen Abschiedsbrief. Sie wird versuchen, ob es Spuren gibt eines Kampfes, ob es Zeugen gibt. Und wenn die Polizei diese Arbeiten abgeschlossen haben, dann beginnt unsere traurige Arbeit, die Reste dieses Leichnams einzusammeln. Und die Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr wird diesen Leichnam in die Gerichtsmedizin nach Buttenfeld fahren. BD 20.1, nochmal von Zugführer 22. Nee. Zwei habe ich da gesehen. Alles gut? Liegst du gleich auf dem Boden. Soll ich das erstmal hier liegen lassen? Ja. Das war ja ziemlich der Rest hier jetzt, oder? Können wir die? Was noch am Zug hängt. Ja, da geht Papier. Nee, am Zug, das kann man, das sind ganz minimale Teile. Ja, ganz vorne ist es. Vorne an der Lok, an 2 Stellen. Genau, aber das muss man einmal wegnehmen. Das ist nicht viel. Ich kann die Arbeit eines Tatortreinigers absolut nachvollziehen und ich finde das Wort auch als solches nicht schlimm. Das Leben geht weiter. Wir beseitigen die Spuren, es wird sauber gemacht und in 1-2 Stunden wird man hier nichts mehr von diesem Vorfall merken.
Bist du fertig hier? Steig mal auf, Axel. Gut. Geht ja auch keine Tür mehr auf, ne? Ist alles zusammengeschmolzen. Gesagt, ob rüberziehen oder bloß hier rein? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Das habe ich auch noch nie erlebt, dass ein Auto plötzlich durchstartet, während es brennt. Aber ist Udo noch mal so ein bisschen gegen das Bein geditscht, ne? Übers Bein gefahren. Ja, ja. Dann müssen wir uns das Bein gleich noch mal angucken. Jawohl. Ja, wir packen zusammen. Kann alles aus. Alles, der Wodka schlecht gewesen, der Wein schlecht. Ja, will nicht, ne? Holen wir uns zu uns zum Auto. Haben wir hier ein... Ja, geht doch. Ja, Sie müssen Sie haben gerade nichts für den Sachverhalt gebucht. Sie wissen auch nicht, dass das für Schulungszwecke ist, für die Feuerwehr selbst. So, was sollen wir jetzt mit dir machen? Wo willst du? Zu Doktore? Ein Krankenhaus. Was ist dein Problem? Herz. Wo kommst du her? Es gibt in diesem Revier Menschen, die täglichst von uns gefahren werden. Es gibt Menschen, die aus dem Obdachlosenmilieu kommen, aus dem randständigen Milieu, die wir alle Namen kennen. Die meisten Feuerwehrleute kennen die Geburtsdaten von denen, alle Angaben, die es gibt zu diesen Personen. Die fahren wir fast jeden zweiten, dritten Tag regelmäßig, regelhaft in die Notaufnahmen der Krankenhäuser. Pack mit an. Es ist halt immer ein bisschen schwierig, wenn man gerade hier im Revier immer wieder für Betrunkene oder Obdachlose losfährt, von denen man angepöbelt wird und wo man eigentlich denkt, was mache ich hier eigentlich? Ne, die kommen eigentlich alleine klar oder sie versauen sich selber ihr Leben und wir müssen die Person, die man mittlerweile schon mit Vornamen kennt, jedes Mal wieder ins Krankenhaus fahren.
Ja, sorry. Was war da mit dem Baby? Das war irgendwie das dritte Kind von ihr. Sie hatte aber schon 3 Fehlgeburten, glaube ich, vorher. Und der RTW kam rein und der Kopf war schon draußen. Und dann war denen das aber alles nicht so geheuer und dann haben sie uns zur Vorsicht nachgerufen. Und als wir da waren, war das Kind aber schon da. Ja. Und dann haben wir letztendlich nur noch ein bisschen die Mutter versorgt, das Kind eingepackt. Aber das draußen minus 4 Grad oder so, das kriegst du ja gar nicht warm ins Krankenhaus vernünftig, so viel Decken. Und wir holen nur einen Arzt dazu, wenn es der Mutter oder dem Baby schlecht geht oder wenn dieses Abgasschema, da gibt es ja ein Punktesystem von 0 bis 10. Wenn die eben sehr schlecht sind, dann holen wir einen Doktor dazu, sonst machen wir alles alleine. Meistens sind es ja auch schon Frauen, die schon mal ein Kind bekommen haben. Deswegen kennen die das Gefühl. Und dann sagst du denen nochmal, wie sie pressen müssen, unterstützt das und dann musst du ja auch nur Kopf und Schulter entwickeln. Mehr muss man ja gar nicht machen. Abnabeln und beim Abnabeln musst du halt dann, oder abnabeln, Nabelschnurdurchtrennung und dann musst du halt die Zeit noch einmal stoppen. Und gratulieren nicht vergessen. Die Befehlswagen sind von der Leitstelle gerufen. 22 Befehlswagen geflogen in Hamburg. Die 10-1 geflogen in Hamburg, 10-1. So. Hallöchen. Hallo. Zug 22, so. Grüß dich, na, alles gut? Ja, danke. Was ist denn für euch die Rückseite? Dies hier oder das? Das ist die Rückseite. Dies hier? Auch die ganze Wand ist einschlussgefällt. Ja, okay. So, ablösende Einheiten sind jetzt da 36. 22. Dann geht 22 in den hinteren Bereich. 36 in den vorderen Bereich. Also die Brandbekämpfung ist eigentlich sozusagen abgeschlossen. Was wir jetzt haben, ist Blutnester überall im Bereich der Halle. Das heißt mal 30 mal 20 Meter, 20 mal 20 Meter, nagelt mich da nicht fest. Auf alle Fälle durchlaufend, wenn man von oben guckt, sind auch teilweise die Dächer überall eingestürzt. Wir haben keine Chance, irgendwie reinzugehen. Da geht auch keiner rein. Keine Kräfte gehen in die Halle, einschutzgefährdet. Rio, wir sollen dich hier rauslösen. Ja, lass mal eben einmal. Moin. Ja, moin, pass auf. Hi, grüß dich. Hallo Rio. Also wir eigentlich haben hier die Mauer, das ist die Rückseite von der... links siehst du ziemlich eingerissen. Mauer steht, wenn du hier mal guckst, links nach außen weg. Ja, oh ja. Hier ist ja auch einen halben Meter Mauer ist eingebrochen, Dach ist eingebrochen, als er durchgezündet ist. Okay. Das Dach ist runtergestürzt, da unten sind noch Brandnester, kommst von oben aber nicht ran. Okay. Der Mieter von dem Haus oben oder unten, der weiß Bescheid. Der hat Verbot, in seinen Garten zu gehen. Okay. Die Gefährdungsbereich ist da oben die Ecke, wie du siehst. Und wir gehen jetzt mal hier eben einmal durch. Jetzt seid hier. Ja. Hier ist der Trümmerschatten. Oha, ja. Deswegen hier. Die Ecke da oben siehst du. Ja. Ist vorgesprungen bei dem Einsturz, bei der Durchzündung. Und die Wand steht auch nach links raus, siehst du. Ja. Die ganzen Risse waren noch nicht, als wir gekommen sind, und ab und zu kam man in der Mitte durch. Hier soll keiner hin. Ich habe hier einen postiert gehabt. Ja. Jetzt mittlerweile wissen die Anwohner Bescheid. Okay. Weil hier die Ecke droht, wenn hier rüber zu fallen. Ja, alles klar. Ja? Weil da wollen wir schon ein bisschen Wasser reingeben da, ne? 22 mit dem Fahrzeugführer. Ich höre dich. Natürlich ist das große Feuer aus, die Verrauchung ist weg und trotzdem haben wir Brandnester. Und genau aus diesen Geschichten können neue Katastrophen entstehen, weil man ja nur einen Teil dieser Großbäckerei verloren hat. Und wenn man diese Nachlöscharbeiten nicht richtig durchführt, dann kann es also sein, dass man dann in der Nacht wieder vor einem Großfeuer steht. Und deswegen versucht man auch immer, frische Kräfte dann da an solche Unglücksorte heranzuziehen. Ich komme noch mal eben hin für euch. Der Trümmerschatten ist noch bewacht. Ja, wunderbar, danke schön. Ja,
viel Reserve hättest du denn jetzt noch? 3 Meter. 3 Meter noch? Ja, schön. So, guck mal hier. Also ich glaube, das Ding stürzt gleich ein. In Notfällen und Schwangerschaft. Ruhe bewahren. Hallo, guten Tag. Moin. Hallo, guten Tag. Haben Sie Schmerzen? Auch gleich, aber machen wir einmal noch mal BZ zur Kontrolle. EKG machen wir mal ran. So, wir messen noch einmal Ihren Blutzucker und schreiben einmal ein EKG. Okay. Erstmal an die Kante, okay? Genau. Okay. Jetzt würde ich vorschlagen, dass ich sie einmal... Hautec, oder kriegst du sie so? Dass ich einmal so mache. Und ich hebe sie. Und du unter den Stuhl gleich, ich heb sie einfach. So. Also mein größter Wunsch ist natürlich immer, im eigenen Bett irgendwann mal im Alter zu sterben und nicht ins Pflegeheim kommen zu müssen. Das ist so der Wunsch, den man entwickelt hat, so nach den Jahren. Das ist das Großteil der Pflegeheime ist einfach unterbesetzt. Und da wirklich Mitleid empfinden darf man nicht, weil wenn man dazu reinsteigt, dann geht das auch an sehr an Nieren. Klar ist es natürlich immer wieder schwer für uns, dann den Dialog auch mal zu den Pflegekräften zu finden. Weil wir auch oft genug hören, ich kenne den Patienten nicht, ich bin neu hier, teilweise auch sprachliche Differenzen sind mit dabei. Kann er vorkommen. Ja, von die Fälle, der ist vor Ort, keine eingeklemmte Person, aber eine Einleitung noch benötigt, um die Person aus dem Auto rauszuholen. Frank, du übernimmst hier die Rettung der Person, Brandschutz übernimmt 25. Die Besatzung lasse ich im Hintergrund in Bereitstellung. Genau. Gut. Frank, weißt du schon irgendwas über die Verletzung? Also das sieht nicht gut aus. Also die Beine sind eingeklemmt, ne? Du hast wahrscheinlich beide Beine. Also doch, okay. Nach hinten raus über Da wissen wir nicht, wir werden das Dach abnehmen. Das wird zu. Auf alle Fälle stumpfes Bauchtrauma und Schädelhirntrauma. Ob die Beine betroffen sind, kann man jetzt noch nicht sagen. Zumindest ist es in dem Bereich recht eingegangen. Genau. Also um den Fahrer kümmern die sich aber, ne? Den suchen die natürlich. Ja klar. Der muss ja auch verletzt sein, weil auf der Seite auch ein bisschen Blut am Airbag ist. Trage fertig gemacht, 25. Trage steht hier. Aber die Trage hier rum, bitte.
22.1, ich brauche das Wirbelsäulenbrett. Wirbelsäulenbrett. Wollen wir das Dach noch abnehmen? Wollt ihr ihn so rausnehmen? Nicht das Dach Nee, abnehmen. der Arzt möchte ihn so raushaben, weil er eine Pupillendifferenz kriegt. Ich hätte es ja gerne gemacht. Alles klar. Ja. Okay. Kriegen wir den so raus? Oder? Kriegen wir ihn so jetzt raus oder nicht? Nee. Oh. Okay, super. Das Können Sie die Beine lang machen? Sasa, wo ist denn der Fahrer? darum geht's ja. Und der ist nicht da, oder was? Nee, der ist abgehauen. Wo ist die Decke von ihm? Da und das Bein. Gut, der andere, den Fahrer habt ihr noch nicht. Ne? Der ist weggelaufen. Fahrzeugführer 22.1 vom Zugführer kommen. Ich höre dich. Hast du schon mal rausbekommen, wo das Fahrzeug, also der Mini jetzt, nachher hingezogen werden soll? Nein, die sind noch gar nicht so weit. Wir fahren die jetzt. Ja, da ist Andi schon dran, das sieht man dann auch. Okay, gut, darum dann geht's könnt ihr mir. erstmal die Fotos machen von VOB und so weiter. Also ich möchte die Batterie noch abgeklemmt haben. Ja, das macht Andi jetzt. Okay, alles klar. Ja, ich habe jetzt erstmal den Polizisten gesagt, wir machen erstmal gar nichts weiter, dass die erstmal hier auf Nun, ich will erstmal den Schlüssel hier will ich sichern. Ja, genau, das gebe ich. Ja, wahrscheinlich bewegen wir das Fahrzeug gar nicht mehr, Ja, das ist auch schön. weil das Fahrzeug Spurenträger ist Ja. für die KTU. Feststellung des Fahrers. Da waren aber viele Feuerwehrleute drin. Ja, aber auf dem, Lenkrad. nee, auf dem Airbag-Sack, da werden Speichelspuren sein. Ja. Ja, ich hätte am liebsten das Dach abgenommen, aber der Arzt wollte das nicht mehr. Da hätte man ihn besser rausgekriegt. Mit nein. Ja, ich denke auch. Wir haben die Überstrafe Ursache, Rauch aus dem Schornstein. Hier ist nichts zu sehen, kein Rauch, kein Feuer. Okay, dann geben wir Rückmeldung vom Bullardei. Wir haben hier eine Feuermeldung gekriegt. Aber hier brennt auch nichts, ne? Bei Ihnen. Wasserdampf für eines getreideverarbeitenden Betriebes gab Anlass, Abspann, Unterschrift. Wasserdampf aus dem Schornstein des Betriebes ist nichts. Okay, alles klar. Ne? Alles klar. Der Wasserdampf eines getreideverarbeitenden Betriebes gab Anlass zur Alarmierung, Abspann, Unterschrift. Information, Person liegt bei Bahnkilometer 6,6. Was denn? Ja, das kannst du vergessen, da. Alles voll Dorn. Zugführer 25 von Fahrzeugführer 25 einkommen. Person von Bundespolizei gefunden, ungefähr mittig zwischen Bahnhof Tiefstadt und Moorfleet. Zugverletzungsmuster ist unbekannt. Wir sind jetzt 3 Meter vom Gleisbett entfernt. Ja. Aber wir haben ja nur, wie viel S-Bahn-Erdung haben wir? 2. Ja, okay. Wollen wir nicht von hier aus gesehen da erden, hinter dem Patienten? Weil In die Richtung wird Zugführer hat gesagt, hier wird nee, da geerdet. wurde geerdet. Ja, in die Richtung, ja, das sag ich ja. Wir müssen wir doch da erden und nicht hier. Ja. Wie viel S-Bahn-Erdung haben wir? 2. Ja, Willst du okay. die haben? Einmal, also Vor und hinter, ne? vor dem Patienten auf beiden Seiten. Ja. Das geht Da von- ist, da ist Von der geerdet, anderen ne? Seite Hinter oder dem von Zug. hier?
Das zweite Fenster drin hat dann noch ja, dann immer noch alles Genau, von unten. Die Erdung steht, ne? Ja, okay, aber hast du aufgedreht? Ja, habe ich. Okay, dann kann ich ja loslegen. Hallo, das Center ist für mich. Ja, okay, dann nehmen wir das so. Das ist gut, aber noch ist es nicht. Haben wir denn jetzt schon Feuerwehrloading, ja? Habt ihr alle was? Und los. 4, 5, 7. Und der Rest nimmt noch die Sachen mit? Ja, das machen wir alles gleich. Kommt alles. Du wäre was zu leuchten. Alles klar, Daniel. Noch nicht viel. Nee, geerdet ist. Alles geerdet. Ja. Gut. Ich auch jetzt. Braucht ihr noch von uns jemanden? Okay, brauchen wir nicht. Mann, Mann. Wir haben aber auch ganz schön Glück gehabt, ne? So. Soll ich die Erdung zurücknehmen? Aber für einen Suizid war das nicht eindeutig. Es kommt durchaus vor, dass da mal wieder so Tage sind, wo man sehr viele Einsätze, weiß man abends um 19 Uhr nicht, was man morgens um 8 gemacht hat für einen Einsatz. Das kommt natürlich durchaus vor, aber das gehört auch ein bisschen dazu, dass man abschaltet und sagt, okay, ich merke mir jetzt nicht jeden Einsatz, wir führen ja ein Berichtswesen und wenn der abgearbeitet ist, wenn er weggeschickt ist, dann ist der Einsatz raus aus dem Kopf. Das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, weil sonst läuft ja irgendwo das Fass mal über und dann muss man sich wirklich in Therapie begeben. Ich will nicht sagen, dass man abstumpft, aber man gewöhnt sich dran, weil man weiß, was da auf einen zukommt. Wobei, also wenn man denkt, man hat alles gesehen, keiner hat alles gesehen. Es gibt immer noch eine Steigerung. Aufmachen, Feuerwehr! Ja, wir müssen da einmal reingucken. Ja, wir wollen Ihnen nichts tun. Wir müssen einmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Pass mal auf, du Böser. Ich gleich verkehrt. So, hier ist die Polizei. Sie lassen jetzt mal die Feuerwehr rein, weil es hier noch draufsteht. Haben Sie mich verstanden? Wenn Rauchwarnmelder wahrnehmbar sind, wenn Rauch aus der Wohnung dringt oder zu riechen ist, dann müssen wir die Türen öffnen. Notfalls mit aller Gewalt und ganz schnell. Selbst wenn Wohnungsinhaber da sind und uns den Zutritt verweigern, wir gehen da auf jeden Fall rein. Wir nehmen dann die Person zur Seite. Rückmeldung, breite Essen im Kopf, gleichzeitig Abstand und Wohnungsseiten ist noch von der Polizei überwältigt und deswegen gibt es nicht mehr Bedarf. Udo, ich wollte schon immer mal in deine Wohnung. Ich wollte schon immer mal in deine Wohnung. Ja, ich guck mal. Mann, du. Wenn Sie jetzt ruhig sitzen bleiben, lasse ich Sie so sitzen. Verstanden? Rede mit mir vernünftig, dann rede ich auch vernünftig mit dir. Ja, pass mal auf, du Flachwitzler. Was wirst du denn von mir? Das wird ganz schön teuer, was wir hier machen. Hat er jetzt schon Abspann gegeben oder nicht? Wo bleiben Sie jetzt noch mal liegen?
Ja, nur psychiatrisch. Er hat keine Verletzung. Nur psychiatrisch. Ihr seid? Welcher? 31,3. Bin gleich da. Man sieht die Gesellschaft wirklich mit anderen Augen. Man merkt, dass viel hinten runterfällt, dass dieses Gerede über, wir müssen zusammenhalten, das ist ein sozialer Staat, das ist da, es funktioniert auch, aber es funktioniert also nur bei den Leuten, die auch wirklich die Initiative und die Kraft haben, sich darum zu bemühen, in dem System zu bleiben. Wenn die Kraft nicht da ist, sei es durch Schicksalsschläge oder durch Faulheit, fällt man natürlich ganz schnell raus und dann landet auf der Straße und dann sehen wir sie. Spätestens dann. Von Altona? Von Altona macht das keinen Sinn mehr. Nee. Jetzt sind wir auf Manpower. Ist alles gut. Also von Altona macht das keinen Sinn und jetzt haben wir auch genug Leute hier, sagt Udo. Ja. Auf die andere Seite, oder wie? Ja, wenn Robert da sitzt, wir können ja nicht unter Ja. Robert. Bitte. Ja. Ja. Wie geht Ihnen das? Geht es Ihnen einigermaßen? Harry, machst du dann weiter? Okay. Simon, geh du rauf. Simon geht rauf. Gut. Oh, da müssen wir jetzt vorsichtig tragen, ne? Ja. 1, 2, 3. Gut. Geht los. Nee. Lass uns das machen. Lass mal los, bitte. Ja, geht schon. Ja, geht. Das Tragestell muss raus. Hat er. Hier ist gut. Genau. Ihr lenkt. Wir lenken. Simon, jetzt pass auf deinen Kopf auf. Eigentlich war alles schon weg. Was sind nur noch beten? Das wir gucken. Ja, okay. Essen wir. Da kann man jetzt im Endeffekt noch gar nichts sagen. Ne? Das kann so ausgehen oder so ausgehen. Ich pack seine Tasche hier hin. Ne? Ja. Also kannst du lieber vorne rein, selbst wird das jetzt ein bisschen mehr. Ja. So, dann geht rein, Robert, und dann. Wir fahren hinterher. Klar. Weil wenn die, ja, ich musste ja das NEF fahren. Und so. Ja, richtig betroffen ist man nicht wegen dem Verletzten. Die Verletzten, die sind in einer Schocksituation, das ist gar nicht so schlimm. Schlimm ist es mit den Angehörigen. Wenn jemand schwerst verletzt ist, verstorben ist, getötet wurde und man dann mit den Angehörigen zu tun hat, die diese plötzliche Änderung ihres Lebens oder ihres Lebens, ihrer Familie gar nicht begreifen und dann kommt das langsam, dann sackt das. Ja, und dann sacken die nicht nur psychisch, sondern auch körperlich zusammen. Und da kann man auch nicht sagen, das Leben geht weiter, das macht ja nichts, das wird schon wieder. Nein, es wird nicht wieder. Es ist jetzt so. Und das berührt mich dann schon. Gut. Wir wollen einmal ganz kurz noch mal über unser Feuer sprechen. Seid ihr fertig da hinten? Und ich wollte nur 2, 3 Dinge ansprechen. Alles ist ja sehr gut gelaufen und wir haben die Lagerhalle, also wir haben das sehr gut gehalten. Auch als das ins Dach gelaufen ist, haben wir
das Feuer hier auf diese Lagerhalle vor dem Bürotrakt sogar noch stoppen können, auf die Lagerhalle begrenzen können. Dann das Schlauchpaket. Die FF hat das Schlauchpaket ausgetüdelt und dann Druck drauf gegeben. Da war es natürlich ein völliges Chaos. Das sind immerhin 30 Meter. Aber wir machen das natürlich so, dass wir unser Schlauchpaket auch irgendwo gegenlehnen, Druck drauf geben und dann kann man wunderbar damit arbeiten. Wir haben eine Riegelstellung aufgebaut in der Lagerhalle, also die war für uns noch begehbar und konnten so verhindern, dass die gesamte Halle abbrennt. Wenn es da Feuer gibt, löscht ihr mit dem 22er, auch wenn es hier durchbricht. Was sehr gefährlich war, weil über dieser Niedergang zur Halle, da war noch mal eine Stellage drauf, wo Paletten waren. Die wollte ich abgelöscht haben. Und wir haben dann unseren Trupp da reingeschickt. Und nach einer Zeit war das so oben im Vollbrand, dass wir euch da zurückgeholt haben. Ne? Sonst, wenn die Scheiße da zusammenbricht, dann sind die da eingeschlossen. Das ist natürlich auch blöd. Hier unten kannst du die Decke sehen. Jetzt nicht, aber ich konnte sie sehen. Und wie sieht die aus? Das war eine dunkle Decke mit so Silikonfugen, wie wenn das aufgeklopft wäre. An mehreren Stellen. Wir müssen auch eine Ablösung haben. Ja. Wir kommen jetzt zu dem Rohr, gehen zurück. Ja? Ja. Und dann kommt eine Ablösung. Genau. Also ganz kurze Übergabe. Angefangen hat das heute Morgen bei dem LKW. Wir haben das Feuer gehalten, indem ich mit der FF und ein Trupp von 22 haben wir da Februar reingenommen und konnten hier einen Riegel aufbauen. Ja. Das war unser großes Glück. Und weil wir hier gleich B und Schaum vorgenommen haben, konnten wir es runterdrücken. Und das Gefährliche ist im Moment noch, du siehst hier, das sind die Dachteile. Ja, genau. Die hängen hier schon schräg. Ja. Die haben schon Risse, da kamen auch zunehmend glühende Teile runter. Und wir haben jetzt die Trupps rausgezogen. Da hinten ist die Blechhalle nackt. Da sind die Teile, nämlich siehst du, die sind alle runtergeklappt. Ist das Asbest oder was ist das? Das kann ich dir gar nicht sagen, aber für mich sieht es erstmal aus wie Betonteile, weil da auch Stahl drin ist. Gut. Also wie gesagt, hier war das Hauptfeuer und ihr könnt auch von dieser Seite reingehen, auch von da nachlöschen. Nur wenn ihr reingeht, da können wir gleich mal reingehen. Der Zugang zur Halle ist noch überbaut mit einer Stellage und da hat es auch richtig doll drauf gebrannt. Okay. Also das ist gefährlich. Ich fahre gleich zum Bäcker und hole erstmal Brötchen für alle. Ja, das wollte ich doch hören. Aber nicht für euch, für meine Familie. Das sind ja schon eine halbe Fußballmannschaft. Da bin ich arm, wenn ich die Brötchen geholt habe. Ja, aber die verlieren doch immer. Gib doch was für die Sieger hier aus. Gut, nein, wunderbar geklappt. Wir haben das alles gut gehalten. Alle haben gut gearbeitet, muss man wirklich sagen. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Ne?